Servus Freunde, der UDI 1603 Pro ist auf den ersten Blick ein beeindruckendes Brushless-Auto mit echt geilem Aussehen. Doch wie verhält es sich auf den zweiten Blick und nach mehreren Fahrten? Ich habe es für euch getestet und was mir dabei aufgefallen ist, erfahrt ihr in meinem ausführlichen Review zum UDI 1603 Pro. Viel Spaß! In der Videobeschreibung findet ihr übrigens Timestamps für die einzelnen Kapitel. Und falls ihr euch auch noch für den Verpackungsinhalt interessiert, findet ihr dazu ebenfalls einen Link zu meinem Unboxing-Video unten in der Videobeschreibung. Das Design des UDI 1603 Pro im Maßstab 1:16 sieht sehr detailliert und retromäßig aus, was mir persönlich ziemlich gut gefällt. Außerdem ähnelt es einem Lancia Delta Integrale. Die Liebe zum Detail beginnt mit einem Plastik-Kühlergrill und anpassbaren Leuchten vorne. Zu diesen später mehr. Das Nummernschild vorne sorgt für noch mehr Maßstabsfeeling. Die Seite wird von beklebten Fenstern mit Elementen aus dem Rennsport und von einigen verschiedenen Farben geprägt. Des Weiteren finden sich an beiden Seiten kleine Plastikaußenspiegel, die genauso wie das Plastikelement vorne stabil und sicher im Inneren der Karosserie verschraubt sind. Einzig negativ an der Karosserie ist das schnelle Verdrecken, wenn die Straße draußen auch nur etwas nass bzw. dreckig ist. Das Heck wartet mit einem relativ stark ausgeprägten Diffusor, einem wirklich leuchtenden Licht in der Mitte und einem kleinen Spoiler am Dach auf. Durch all diese Elemente wirkt der UDI 1603 Pro sehr dynamisch und aufregend. Dazu trägt ebenso das bereits angesprochene Licht von vorn und hinten bei, welches an der Fernbedienung in Channel 3 angepasst werden kann. Ihr könnt dort zwischen komplett aus, nur weißem Licht vorne und rotem Licht hinten, roten Ringaugen oder weißem Licht mit dem roten Ringaugen kombiniert wählen. Außerdem ist das Licht ziemlich hell. Erwähnenswert zeigen sich ebenso die dicken Metall-Dogbones hinten und vorne sowie das dicke Metall-Center-Drive-Shaft. Unter der Haube findet ihr dann die ganze Elektronik und auch das, was dieses Auto so besonders und spannend macht, den Brushless-Motor. Dieser ist ein kleiner 3900 kV Brushless-Motor von Hobbywing mit einem blauen Kühlkörper. Eine höhere kV-Zahl bewirkt zwar einerseits eine höhere Geschwindigkeit, welche beim 1603 Pro übrigens 35 km/h beträgt. Auf der anderen Seite führt sie aber zu weniger Drehmoment beim Start. Ein zweischneidiges Messer also, was beim 1603 Pro aber gar nicht so stark bemerkbar ist. Einzig mit den Rallye-Reifen braucht das Auto am Anfang kurz, um losfahren zu können. Ein gewisses Cogging-Problem besteht also, wenn auch nur sehr gering. Mit den Driftreifen besteht dieses Problem nicht einmal mehr. Generell empfinde ich den Brushless-Motor als deutliche Steigerung gegenüber dem Brushed-Motor vom Nicht-Pro-Modell, vor allem da er mehr Power hat und effizienter ist. Der Motor wird beim Fahren warm bzw. heiß, doch überhitzen tut er zum Glück nicht. Was wahrscheinlich auch an den aktuell eher niedrigeren Temperaturen liegen kann. Das ESC ist ein kombiniertes 2 in 1, wo Fahrtenregler und Empfänger in einem Element sind. Eine genaue Ampereangabe, wie stark der Brushless-Fahrtenregler ist, habe ich leider nicht gefunden. Jedoch hat es in meinem Test einwandfrei funktioniert und ist nicht einmal heiß geworden. Außerdem ist es spritzwassergeschützt. Im ESC sind auch das 3-Kabel-Servo, welches sehr viel Kraft offeriert, und die Lichtstecker für vorne und hinten anzutreffen. Doch wie fährt sich das Auto nun? Und um diese Frage zu beantworten, müssen wir das Auto zunächst einmal in zwei unterschiedliche Fahrcharakter bzw. Fahrverhaltensteile aufteilen. Denn mit dem bereits montierten Rallye-Reifen fährt das Auto komplett anders als mit seinen Driftreifen und besitzt einen völlig anderen Charakter. Mit den Rallye-Reifen fährt das Auto nicht nur schneller, sondern bietet auch mehr Grip. Das Plus an Grip hat beim Brush dazu geführt, dass er nicht mehr wirklich gedriftet ist bzw. das nur sehr mühsam getan hat. Doch durch den deutlich stärkeren Brushless-Motor hat sich das Blatt gewendet und selbst mit den Rallye-Reifen kann einfach gedriftet werden. Auf nassem Hintergrund sogar besser als mit den glatten Driftreifen. Es benötigt mehr Können und Geschick, um damit schön zu driften. Leider besteht mit diesen Reifen die bereits angesprochene minimale Anfahrschwäche bei einem Totenstart. Dies hat mich aber nicht weiter genervt, da das wie gesagt nur sehr schwach auftritt. Außerdem empfehle ich für beide Reifentypen auf Asphalt bzw. maximal Boden mit sehr kleinen Steinen zu fahren, denn für Gras ist das Auto nämlich zu flach. Mit den glatten Driftreifen kann mühelos gedriftet werden und das Auto schlittert quasi durchgängig. Jedoch ist es teils schwerer, einen langen Drift im 100% Modus zu halten. Im SG 1603 Brushed war das einfacher, aber
Durch das Einstellen von 75 bzw. 50% Leistung ist es mir wieder einfacher gefallen zu driften, wenn noch nicht ganz so einfach wie beim Brushed. Das Auto ist im 100% Leistungsmodus herausfordernd und bringt den Fahrer dazu, präziser und kontrollierter mit Gas, Bremse und Lenkung zu justieren. Abschließend lässt sich zum Fahren sagen, dass bei beiden Reifen dem Fahrer mehr Können und Geschicklichkeit abverlangt wird, was wohl auch den Namenszusatz Pro bestätigt. Das wird meiner Meinung nach zu einem deutlichen Plus an Fahrspaß, da das Erfolgserlebnis größer ist, wenn man einen soliden und langen Drift geschafft hat. Außerdem muss nicht ständig Vollgas gegeben werden, so wie beim Brushed, um driften zu können, weshalb man mehr mit dem Gas spielen kann. Insgesamt bereitet das Fahren also sehr viel Freude. Mit dem 1200 mAh großen 7,4 Volt Li-Ionen-Akku könnt ihr wirklich sehr lange fahren, da dieser eine super Akkulaufzeit offeriert. Leider ist es aber kein LiPo, der mehr Kraft ausgeben könnte. Aufladen könnt ihr den Akku mit dem mitgelieferten Ladegerät der Leistung 2 Ampere bzw. ungefähr 20 Watt. Das ist zwar nicht besonders viel und außerdem dauert ein komplettes Aufladen des Akkus damit ziemlich lange, jedoch ist es für ein ATA-Modell sogar relativ viel Ladegeschwindigkeit. Mit einem 35 Watt Ladegerät verkürzt sich die Ladezeit übrigens deutlich. Die Fernbedienung ist schon aus dem SG1603 bekannt und ist genauso gut wie dort. Sie fühlt sich sehr hochwertig an und ist auch dementsprechend verarbeitet. Der Lenkreifen ist mit Schaumstoff überzogen, was sonst hauptsächlich nur bei teuren Fernsteuerungen anzutreffen ist. An der Funke könnt ihr weitere Einstellungen wie das Steering Trim, die Leistung und vieles mehr einstellen. Spannend zeigt sich das ESP, also ein elektronisches Stabilitätsprogramm, welches ungewollte Lenkausstöße korrigieren soll. Beim Brushed 1603 hat das auch relativ gut geklappt, doch beim Brushless greift es besonders beim Fahren mit den Rallye-Reifen und höheren Geschwindigkeiten zu heftig ein, sodass das Auto leider aus der Spur kommt. Und auch beim Driften fand ich das ESP eher störend anstatt hilfreich, wenn auch nicht ganz so schlimm wie mit den Rallye-Reifen. Aber trotzdem ein cooles Feature. Für exakt 100 € inklusive Steuern und meinem Rabattcode Feutastisch bei shop.makerfire, die mir dieses Auto freundlicherweise kostenlos zugesendet haben, bekommt ihr ein ziemlich gutes Auto, welches Brushless Elektronik, 4 zusätzliche Driftreifen, eine echt wahnsinnig schöne Karosserie mit Retro-Design, darüber hinaus einstellbaren Leuchten und wahnsinnig großem Fahrspaß. Insgesamt hat mich dieses Auto sehr beeindruckt und es besitzt nur wenige Macken.